Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und es ist mal wieder soweit. Es hat sich mal wieder ein Gegner erbarmt. Ja, und wir konnten ihn zur Strecke bringen. Und diesmal ist es die Midgard-Schlange geworden. Ja, ziemlich cool. Habe ich selbst zwar nicht mit gerechnet, großartig. Allerdings, ja, war das der nächste Gegner, den ich mir persönlich ausgeguckt habe. Und natürlich werde ich ihn euch natürlich nicht vorenthalten und auch gleich zeigen. Ja, vergesst aber nicht, morgen am Freitag, ja, um 19 Uhr startet ja der Shakes and Fidget Livestream. Da werden wir nochmal durch den Dungeon durchrushen. Das werden wir am Ende des Videos jetzt auch nochmal machen. Da haben wir nochmal einen Free Try hier, den werden wir jetzt nochmal gleich nutzen. Ja, denkt dran, 19 Uhr am Freitagmorgen, das ist der 6., ja. Werden wir einen Livestream machen, wo wir ein bisschen uns durch den Dungeon hier durchgrinden und vielleicht auf die Jagd nach dem einen oder anderen epischen Gegenstand gehen. Ja? So, wir haben jetzt hier den Fenriswolf als nächsten Gegner. Davor war ja die Midgard-Schlange und der Fenriswolf ist ein Berserker und ja, das bedeutet für mich, wir können hier ziemlich krassen Schaden mit den Magiern raushauen. Allerdings, ihr seht es auch, kann der Fenriswolf als Berserker mich auch einfach mal und meine Begleiter one-shotten. Ja, das ist alles möglich, ne? Aber das Ding ist halt auch, ich als Magier habe halt den Vorteil gegen den Berserker, dass ich halt doppelten Schaden raushaue. So, das ist natürlich nicht so verkehrt, ne? Allerdings bringt mir das natürlich nichts, wenn der Fenriswolf hier, wie gesagt, hier alles und jeden hier wegkrittet. So, aber guckt euch das an. Fast 600 Millionen Crit rausgehauen hier, alleine der Markpfad. Wenn ich nochmal einen richtig schönen Rechts-Raus-Crit rauskriege, falls ich es schaffen sollte, ja, dann ist der Gegner durchaus machbar, da die Kunigunde ja gegen den Gegner hier auch tatsächlich ausweichen kann. Ne? Und das ist, denke ich mal, auf jeden Fall der nächste Gegner nach der Midgard-Schlange, den ich hier unter die Lupe nehmen werde. Ja, also hier werden wahrscheinlich die nächsten Male meine Free Tries reinfließen. So, ja, ich denke mal, der sollte machbar sein. Ne? Wie gesagt, mit viel Glück natürlich. Muss man alles mit viel Glück besiegen hier. Ansonsten, ja, war es das. So, auf jeden Fall sehr viel Potenzial steckt drinne in diesem Gegner. Jetzt zeige ich euch mal, was ich ja, geschafft habe, ja, bevor dem Gegner quasi hier, also in der Midgard-Schlange. Ich hatte hier einmal einen Versuch gehabt, der war ziemlich knapp gewesen. Die Midgard-Schlange war ja der Gegner, den ich als nächstes versucht hatte, mit Free Tries um die Ecke zu bringen. Ja, und deswegen hatte ich hier, wie gesagt, meine Free Tries alle reingesteckt. Und da ist auch dieser Versuch hier zustande gekommen. Der war ziemlich knapp. Und deswegen wollte ich euch den Versuch auch nicht vorenthalten. Und danach zeige ich euch natürlich auch den, ja, den Kampf, der mich quasi zum Sieg geführt hat. So, wir sehen hier, ich habe hier bis der Midgard-Schlange Hälfte Leben gemacht. Und ich hau hier sogar nochmal einen Treffer raus, ja. Das hätte ich nicht gedacht. Aber das ist halt das Ding bei der Waffe, die ich hier trage. Das ist halt eine Waffe mit ziemlich hoher Spanne, ne? Und das kann halt ziemlich gut sein, weil der natürlich sehr viel Schaden raushauen kann. Allerdings in solchen Situationen wie jetzt hätte ich mir dann tatsächlich wieder eher gewünscht, eine Waffe zu haben mit durchschnittlichen Schaden, damit ich dann auch durchschnittlichen Schaden mache und nicht unterirdischen Schaden, so wie eben, dann wäre die Schlange nämlich eben auch schon gelegen. Ja? Aber hier haben wir auf jeden Fall den Versuch, es hat ja geklappt, ne? Die Midgard-Schlange haben wir hier besiegt um 7:32 Uhr, ja, das sind Zeiten jenseits von Gut und Böse. Natürlich bin ich um die Zeit da schon ja, aufgestanden und nicht, was ihr jetzt vielleicht denkt, dass ich mir hier nachts irgendwie ja, die Nacht um die Ohren schlage. Das wäre natürlich, ne, ist natürlich nicht der Fall. Ja, da war ich natürlich schon wach gewesen um die Uhrzeit. Ne? Ja, auf jeden Fall gucken wir uns jetzt den Versuch hier auch jetzt das erste Mal zusammen an. Ich hatte ja die Kämpfe immer geskippt gehabt und ja, den vollen Try sehen wir uns aber jetzt an. Die Kunigunde haut hier sehr guten Schaden raus, muss ich sagen. Und jetzt brauche ich ja nur noch mal einen guten Crit treffen. Ja, und da war er auch gewesen und wir haben die Midgard-Schlange besiegt. Ja, und bekommen ein schönes Item und vor allen Dingen auch sehr viel Erfahrung. Ja, und ein bisschen Gold. Ne? Und wir bekommen hier ein Kundschafter-Item. Allerdings alle Attribute. Ne, das ist natürlich nicht so nice. So,
Und ich habe den Gegenstand aber trotzdem aufbewahrt, und zwar hier, weil der Gegenstand eine einigermaßen gute Rune mit sich bringt. Also für meine Arena-Manager-Verhältnisse ist es auf jeden Fall eine gute Rune. Widerstand gegen alles plus 13. Und den werde ich mir deshalb aufbewahren, weil wir ja, wie gesagt, morgen im Livestream nochmal auf die Jagd gehen nach neuen legendären Gegenständen. Und die legendären Gegenstände haben, soweit ich weiß, außer die Waffe, nur Lebensenergie als Rune. Das heißt, man muss die wechseln. Ne? Ich habe ja hier mit dem Item und den Item jetzt schon 16% Leben. Das ist 1% mehr Leben, als ich eigentlich benötige. Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ring hier bekomme, als legendäres Item, den Ring, dann könnte ich hier nämlich zum Beispiel schon mal diese Rune raufpacken. Widerstand gegen alles plus 13, weil hier auch Lebensenergie noch drauf ist. Ja, und das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Das ist überflüssig. Ne? Deswegen bewahre ich mir das Item auf wegen der Rune und schaue, was für Items wir morgen bekommen und werden dann diese dann umwandeln. Ne? Also morgen werde ich dann mit Qualität plus 5 Items dann in den Dungeon gehen und bekomme dann halt ein paar coole Gegenstände. Ja, und hoffentlich sind da dann welche dabei, die ich noch benötige. Und dann sollte ich vielleicht auch wahrscheinlich auf dem Wegesrand dann auch Items finden, die auch andere gute Runen drauf haben, die ich gebrauchen kann. Zum Beispiel hier, Widerstand gegen alles ist auch eine gute Rune. Könnte ich zum Beispiel auch switchen denn, ne? Und ja, da werde ich dann primär meine Augen drauf richten. So, ansonsten, haben wir die Arena-Angriffe schon durch. Da werden wir jetzt mal ihn hier angreifen. Das mache ich aus dem Grund, weil sich der Kerl irgendwie hier an mir vorbeigeschmuggelt hat und ich weiß gar nicht, wie er das angestellt hat. Eigentlich bin ich ihm da, weiß ich nicht, eigentlich gut im Vorteil, was so Stats angeht. Trotzdem ist er hier irgendwie jetzt an mir vorbeigezogen. Den Papa Duff besiege ich ja eigentlich auch schon relativ gut und der ist noch weiter in der Ehre oben. Aber wir greifen ihn nochmal an. Eigentlich, weiß ich nicht, so stat-technisch müsste ich eigentlich gut vor ihm sein. So, es dürfte eigentlich nicht das Hauptproblem sein. So, da mache ich eigentlich ganz guten Schaden so. Ja, und der Kollege hat sich aber tatsächlich schon, wie ich gesehen habe, hier schon gut ausgerüstet. Also der ist hier, was das angeht, schon ein bisschen vor mir. Ja, von den legendären Items. Da werden wir vielleicht morgen nochmal ein bisschen aufholen. Ne? Ansonsten ist hier noch Papa Duff mein nächstes Angriffsziel in der Ehrenhalle. Der ist natürlich schon, der ist ehrenhallentechnisch natürlich weit vor mir. Also der hat viel mehr Ehre als ich. Und das ist tatsächlich immer so ein 50-50-Kampf gegen ihn. Allerdings haue ich ihn auch schon mehr weg, als er mich haut. Also ich würde jetzt schon fast sagen 60-40 für mich, wenn nicht sogar vielleicht schon ein bisschen mehr. Ja, es gibt ja da irgendwie auch einen Kalkulator irgendwie, den müsste ich mal irgendwie mal rauskramen, wie da die Chancen stehen für mich. So, ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr gehypt auf den morgigen Stream, weil wir ja morgen wirklich auf die Jagd nach neuen legendären Items gehen und da versuchen, möglichst gute Sachen dann da rauszukramen, rauszufarmen. Der Stream wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen, weil wir im Anschluss noch ein kleines Horrorspiel spielen. Und ja, aber auch generell wird der Stream lange gehen, weil wir, wie gesagt, auch durch den Dungeon grinden müssen hier. So, wir werden jetzt erstmal Qualitäts-Items anziehen, damit wir das hier nicht gleich vergessen. Und zwar das Ding. Und was hat hier noch Qualität? Das Teil hier, zack. So, werden das hier einmal austauschen, zack und zack. Und hatte hier noch, das hat auch noch Qualität, 2, 4, 6, okay. Gut, 5 brauchen wir nur, also rein in den Dungeon. Zack, Raum 50. Ich bin hier jetzt noch gerade am Schlüsselfarm. Sieht ganz gut aus, ja. 26 Schlüssel habe ich auf Etage 50. Ist ganz gut auf jeden Fall. Bekommen jetzt nochmal einen epischen Gegenstand. Und werden noch weiterhin Schlüssel farmen. Ich habe mir jetzt die Strategie angewöhnt, dass ich jetzt von Etage 1 bis 50 alle Gegner mitnehme. Auch wenn ich Fragezeichen und Gegner zur Auswahl habe, nehme ich trotzdem Gegner mit. Auch wenn ich Fragezeichen, Gegner mit Falle zu stehen habe, nehme ich Gegner mit Falle auch mit, auch wenn ich mehr Schaden kassiere. Würde ich immer noch den Fragezeichen bevorzugen in den ersten 50 Etagen. In den zweiten Etagen, also von 50 bis 100, würde ich sowas hier nicht mehr bevorzugen, den Fragezeichen gegenüber. Da würde ich das Fragezeichen nehmen. Wenn normales Monster ist, trotzdem noch Schlüsselfarben. Mit Falle wäre ein bisschen Overkill. Ja, aber ansonsten würde ich hier immer noch die Monster nehmen. Hier so. Monster mit Falle
ist denn schon ein bisschen zu viel Schaden, meines Erachtens nach, von 50 bis 100. Aber kann man auf jeden Fall die ersten 50 Etagen mitnehmen, also Monster mit Falle. Ne, im Vergleich zu einer Tür und im Vergleich zu einem Fragezeichen, würde ich sagen. So, aber natürlich heißt es erstmal, wie gesagt, generell die ersten 100 Etagen erstmal versuchen, Schlüssel zu farmen, so viel es geht. Am besten ist man denn da so, wenn man Stufe oder Etage 100 erreicht hat, ist man dann so bei 50 Schlüsseln, Pi mal Daumen, ne? Und mit denen kann man dann, komm, let's go, Risiko. Ja, das Loch. Sehr nice. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir sind jetzt bei 60. Und wir kommen auf Etage, obwohl es eigentlich auch nicht so schlau, das zu nehmen. Wir kommen jetzt auf Etage, ja, 76. Ist eigentlich nicht so schlau, im Nachhinein überlegt. Eigentlich ist es besser, dass, wenn dieses Loch später erscheint, weil, okay, weil man ja eigentlich versucht, die ersten paar Etagen Schlüssel zu farmen. Ja, und wenn ich die ersten 100 Etagen mich weiter porte durch das Loch, kann ich ja weniger Schlüssel farmen. Also im Nachhinein betrachtet ist es gar nicht so schlau gewesen, das Loch zu benutzen, muss ich mal so sagen. Am besten ist es natürlich, ja, weiß ich nicht, am Ende das Loch zu benutzen, wenn man das Loch dann bekommt. So, ne, aber ja, am Ende will man ja auch viele Schlüssel haben, das heißt, am Ende will man ja auch den ganzen Loot, den man sich die ersten 100 Etagen angearbeitet hat, will man ja auch dann verdienen, die letzten 100 Etagen, ne? Und dafür hat man ja die Schlüssel, deswegen will man das Loch vielleicht auch dann am Ende, also ja, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht ganz genau, was ich vom Loch halten soll. Ja, ich bin da noch nicht so, also für Free-to-Play-Spieler ist es auf jeden Fall nice, weil da kommt ihr ja dann safe durch auf jeden Fall. So, und da kommt ihr ja dann safe weiter und die Free-to-Play-Spieler wollen ja schnell ein legendäres Item haben, da kommt es jetzt auf die paar Gold-Dublonen halt nicht an, so, ne? Aber ja, da kann man das ruhig nehmen, aber so als jemand wie ich, der dann halt viele Schlüssel farmen will, um dann später schnell weiterzukommen, um dann vor allen Dingen später auch die Schlüssel alle nutzen zu können, ja, bringt einen ja auch nichts, wenn man die dann alle hat und die dann verliert, dass man da dann den schönen Loot sich dann abgreift, die letzten Etagen. Ne? Aber gut, dazu auf jeden Fall morgen mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.